Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns in unserer wundervollen Reihe zu DevOps mit dem Deployment beschäftigen, einem der letzten Themen sogar schon. Und ja, Deployment bezeichnet zunächst einmal das Ausrollen von neuen Features. Das könnt ihr euch so vorstellen: ein Patch, eine neue Version auf der Website, eine neue Version der Android-App und so weiter und so fort. All das wird deployed. Das wird quasi der Öffentlichkeit oder dem Nutzer zur Verfügung gestellt. Ja, und da gibt es mehrere Probleme, die man hier angeht und Prinzipien, die man hier verbindet. Das heißt, wir schauen uns drei Arten an von Deployment. Einmal das Canary Deployment, das Blue-Green Deployment und die Golden Images. Und ja, das sind drei Prinzipien im Endeffekt, die wir uns alle angucken wollen, die verschiedene Probleme lösen. Zunächst einmal das Canary Deployment. Canary Deployment bezeichnet einen Vorgang, wo man experimentelle Features ausprobiert. Das heißt, wie gut kommen eigentlich experimentelle Features beim Kunden an? Das heißt, wir sagen, hey, ist das vielleicht jetzt gut, das Feature? Möchtest du uns Feedback geben oder wie ist das eigentlich? Und das machen sehr, sehr viele Anbieter sehr gerne. Zum Beispiel Netflix, Amazon, YouTube machen das wirklich sehr häufig und sehr gerne. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben den User und der greift normalerweise auf die Webseite zu, aber da unsere Webseite, jetzt nehmen wir mal einfach an, relativ groß ist, ja, also nicht ganz nichts sagen, sondern wir haben schon ein paar 100 bis 1000 Nutzer, sonst brauchen wir das hier gar nicht. Und deswegen gibt es einen Load Balancer, der die Lasten verteilt. So, und der Load Balancer, der verteilt normalerweise bei zwei Systemen einfach die Last 50-50. Das heißt, die Hälfte der User wird auf den einen Server geleitet, die Hälfte der User wird auf den anderen Server geleitet. So sind beide Server ungefähr gleich belastet. Beim Canary Deployment macht man Folgendes. Wir nehmen 98% der User und schicken sie auf einen Server und 2% der User schicken wir auf den anderen Server. Und zwar 98% der User kommen auf den ganz normalen Server, während die 2%, die kommen auf eine Canary-Umgebung. Das sind sozusagen dann unsere Kanarienvögel, unsere Experimentierlaborratten und die bekommen experimentelle Features. Und wir bauen jetzt einfach Metriken ein, um zu prüfen, A, wie stabil ist das neue Feature, obwohl wir es schon getestet haben. Es kann ja trotzdem was ungetestet sein, ja. Es kann ja passieren, dass was schief geht oder dass es nicht auf allen Browsern gleich gut funktioniert zum Beispiel oder auf allen Geräten, je nachdem, was ihr da deployt. Das heißt, 2% der Leute bekommen einfach ein experimentelles Feature und die dürfen dann zum Beispiel auch Feedback geben. Wir monitoren das. Wir ziehen uns einfach die ganzen Metriken, die wir uns normalerweise ziehen. Im Fall von YouTube oder Netflix sind das zum Beispiel die Watchtime. Das heißt, wie viel Zeit verbringen die Leute auf der Plattform und wie gut können wir die Leute bei Stange halten. Wie häufig kommen sie wieder und so weiter und so fort und wie gerne bleiben sie dann auch bei uns. Ja, und die Canaries, die probieren das Ganze dann aus und dann wird ausgewertet nach einer gewissen Zeit, ist das neue Feature vielleicht besser oder ist es schlechter? Und je nachdem kann es tatsächlich sein, dass hier das neue Feature einfach komplett fallen gelassen wird, wenn es schlechter ist als das alte, während das alte einfach wieder normal übernommen wird und der Canary-Server wieder auf das alte System zurückgepatcht wird. Das benutzt man, um das Ganze einfach auszuprobieren. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, wirklich neue Features auszuprobieren und das ist sehr, sehr angenehm. So, beim nächsten Mal gucken wir uns dann das Blue-Green Deployment an. Wir hören uns, bis dann.